So vermeiden Sie als Erwerbsminderungsrentner eine Steuernachzahlung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Hier ist wieder Jutta Martin und heute geht es genau um dieses Thema. Ich habe wieder ein ganz konkretes Beispiel für Sie mitgebracht aus meiner langjährigen Beratungspraxis. Damit Ihnen das auch nicht passiert, bleiben Sie dran und schauen Sie das Video bis zum Ende. Wir sehen uns gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Erwerbsminderungsrente ist ja immer traurigerweise mit dem Verlust der Gesundheit verbunden. Und so ging es auch einer Frau Anfang 50. Sie wurde sehr schwer krank, hatte unheimlich viele Arzttermine, die sie übrigens heute auch noch hat, und konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben. Sie bekam Krankengeld, wurde aufgefordert, eine Reha zu machen, bekam Übergangsgeld, stellte dann durch die Reha bedingt aufgefordert einen Rentenantrag auf Erwerbsminderungsrente. Und zwar war es so, sie war das ganze Jahr 2015 krank. Anfang 2016 stellte sie einen Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung und sie hatte aber 2015 Krankengeld, Übergangsgeld, dann wieder Krankengeld und wieder Übergangsgeld bekommen. Dann wurde Anfang 2016 der Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung gestellt und der wurde auch rückwirkend zum 1.6.2015 bewilligt. So, jetzt geht das Ganze durcheinander los. Die Rente, das Krankengeld, das Übergangsgeld. Die Krankenkasse, die verrechnet ja mit der Rentenversicherung intern, da brauchen Sie sich als betroffene Person ja nicht zu kümmern, aber es ist ja ganz schön nervig und aufregend. Jedenfalls war es dann so, dass die junge Frau, also 52 war sie damals, inzwischen war sie denn 54, kam sie zu mir zum Lohnsteuerhilfeverein und sagte, sie bekommt jetzt Erwerbsminderungsrente und noch eine Betriebsrente aus der Zusatzversorgungskasse und sie muss jetzt Steuern bezahlen. Dann haben wir also die Steuererklärungen für 2017, 18 und 19 gemacht. Es kam natürlich auch zu einer Nachzahlung, also sie ist mit diesen zwei Renten steuerpflichtig. Ja, und jetzt Ende 2020 kam vom Finanzamt ein Brief ins Haus geflattert und da wurde sie aufgefordert, für 2015 und 16 rückwirkend eine Steuererklärung abzugeben. Zum Glück, muss ich sagen, war sie so ordentlich mit ihren Unterlagen und hatte alles aufgehoben. Es war dann aber dennoch schwierig, weil man kriegt ja als Betroffener nicht diese internen Verrechnungen. Man kriegt immer nur irgendwelche Jahreszahlen zugeschickt und Ansprüche und die Rentenbezugsmitteilung lag vor für 2015 und 16, aber es spielten da so viele Faktoren eine Rolle und wir hatten Mühe, alles zusammenzubekommen. Jedenfalls ist das ja so, dass die Sozialversicherungsträger das untereinander verrechnen und der Rentenbeginn war der 1. Juni 2015. Somit war das ganze Jahr 2016 komplett voller Rentenbezug. Sie hatte aber Krankengeld aus 2015 für November, Dezember erst in 2016 bekommen. Da aber inzwischen alle Ansprüche verrechnet waren, hatten wir für 2016 diese laut Rentenbezugsmitteilung diese Zahlen in die Steuererklärung mit reingenommen und es fiel für 2016 keine Steuer an. Für 2015 sah die Sache ein bisschen anders aus. Wegen des Krankengeldes und Übergangsgeldes 5 Monate. Ab Juni, wie gesagt, war ja die Rente. Na, jedenfalls kamen jetzt die Steuerbescheide und da war für 2016 eine Nachzahlung. Was hat das Finanzamt gemacht? Die haben die Krankengeldzahlung für 2015, die erst in 2016 erfolgte, voll mit in die Steuerberechnung eingenommen. Ist aber absolut nicht richtig. Ein Anruf beim Finanzamt hat das auch problemlos geklärt. Aber wenn man sich den Steuerbescheid nicht richtig anschaut und einfach Steuern zahlen muss, die gar nicht gerechtfertigt sind, ist es schon eine andere Sache. Also deswegen prüfen Sie immer schön Ihren Steuerbescheid. Ja, und für 2015, da hatte das Finanzamt, ich glaube, fast 400 € mit Säumniszuschlägen und Verspätungszinsen und alles Mögliche ausgerechnet. Und Tatsache, unterm Strich
waren es 77 Euro. Ja, in diesem Bescheiden oder Schreiben von der Krankenkasse oder auch von der Rentenversicherung, wenn Sie Übergangsgeld bekommen, steht immer drin, sofern Sie nicht schon aus anderen Gründen verpflichtet sind, eine Steuererklärung zu machen, müssen Sie dann eine abgeben, wenn Ihre Einnahmen, Übergangsgeld oder Krankengeld, mehr wie 410 Euro betragen. Und das betrugen Sie ja. Deswegen, ich meine, wenn Sie krank sind, Sie haben genug zu tun mit Arztterminen, mit Ihrer Gesundheit, mit Ihren Schmerzen. Aber meine Bitte an Sie, nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit, lesen Sie sich das Schreiben durch, was Sie bekommen haben, egal ob von der Rentenversicherung für Übergangsgeld oder von der Krankenkasse für das Krankengeld. Es fällt Ihnen später im Nachhinein auf die Füße, wenn Sie Krankengeld und Übergangsgeld bekommen und mehr wie 410 Euro. Und das ist in der Regel so, wenn man so schwer krank ist und dann einen Antrag auf Rente wegen voller Erwerbsminderung stellen muss, dann haben Sie weit, weit mehr wie 410 Euro und sind somit verpflichtet. Schieben Sie das nicht auf die lange Bank. Lassen Sie nicht so viel Zeit. Ihr Abgabetermin ist immer der 31.07. des Folgejahres. Also in dem konkreten Fall, bei der Frau hatten wir Glück, dass sie noch alle Unterlagen hatte. Aber von 2015, wir haben jetzt 2021 und viele heben ihre Unterlagen nur 1, 2 Jahre auf und dann haben sie ein Problem. Ja, also damit Ihnen das nicht auch so geht, bitte ich Sie, achten Sie auf Ihre Unterlagen, lesen Sie sich das ruhig mal durch, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit. Wenn Sie nach 5, 6 Jahren so eine Aufforderung bekommen, dann ist es zu spät, dann haben Sie das Problem. Und wenn Sie keine Belege und nichts mehr haben und was gegenrechnen können, auch Betriebskostenabrechnung, Versicherungsbeiträge, alles was Haftpflichtversicherung ist, private Unfallversicherung, private Zusatzkrankenversicherung, ja, das mindert ja alles die Steuerlast und vor allen Dingen auch die Betriebskostenabrechnung und aber auch, sofern Sie Handwerker beschäftigt hatten. Ja, das war es heute mal für dieses Video. Wenn Sie mehr Beispiele aus der Praxis wissen möchten, lassen Sie es mich hier unten in den Kommentaren wissen. Geben Sie gerne auch einen Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Abonnieren Sie meinen Kanal und freuen Sie sich auf das nächste Video in einer Woche. Alles Gute, Jutta Martin.